Ja, guten Tag von meiner Seite auch. Nicola Limbach von der Bayer AG. Wir bewegen uns im Feld Gesundheit und Crop Science. Ich sitze bei Bayer im Einkauf, in der Strategieabteilung des Einkaufs und bin dort Teil des Teams Business Development and Licensing und kümmere mich eigentlich um das Thema Innovation im Einkauf. Das heißt, auch dank der Plattform von Innosabi oder mit Hilfe der Innosabi-Plattform kümmern wir uns eigentlich darum, Lösungen zu finden, innovative Lösungen zu finden für Probleme, die wir im Business haben und mit der Hilfe unserer Lieferantenbasis. Also generisch gesprochen fängt eine Challenge damit an, dass wir feststellen, jemand im Business hat ein Problem, kennt die Lösung nicht, wir haben die Ressourcen nicht, diese Lösung selber zu erarbeiten. Und was dann noch entscheidend hinzukommt, und da kommt der Innovationscharakter hinzu, ist, wir haben auch keine Spezifikationen, um das Problem zu lösen. Also wir wissen irgendwie nicht, wir können das Problem beschreiben und das tun wir über unsere Plattform. Wir beschreiben das Problem, suchen sortiert Lieferanten aus. Da kann man jetzt sagen, Open Innovation, warum haut das nicht raus an die ganze Welt? Das eine ist das Problem, dass wir da vertraglich aufpassen müssen, dass wir uns nicht kontaminieren. Auf der anderen Seite müssen wir genauso, und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, und da hilft uns das Tool ungemein, weil am Ende könnten wir auch eine E-Mail-Adresse haben oder so, ist, dass wir schnelles Feedback geben an die Lieferanten. Also das A und O, was wir erleben, ist, wenn wir dem Lieferanten sagen, das geht aus diesen Gründen nicht, ist eure Idee nicht für uns umsetzbar, dann sind die total zufrieden. Aber wenn wir ein Jahr uns nicht melden und nichts sagen, dann ist das im besten Fall, beliefert uns der Lieferant weiter, aber kommt mit den innovativen Ideen, geht er zu unseren Wettbewerbern und bietet die dort an. Um ein bisschen mehr besseres Bild darzustellen, wie so eine Challenge aussehen kann. Gut, wir sind in 3 Divisionen aufgeteilt, um es mal greifbarer zu machen im Consumer Health Bereich. Unsere Produkte stehen da in den Drogeriemärkten, in den großen, in den Regalen, in den Shelves. Und wir stellen fest, es ist irgendwie dieses Sea of Sameness, also alles sieht gleich aus, die Konkurrenzprodukte sehen aus wie unsere. Da geht es um Verpackungen, sowohl Sekundär- als Primärverpackungen, je nachdem, was das für ein Produkt ist. Und da geht es darum, mit Hilfe unserer Lieferanten Möglichkeiten zu finden, dem Kunden aufzufallen und am Ende auch gekauft zu werden. Sollte man meinen, dass wir ja da oben Konsumenten geführt sind, aber da sind andere Firmen uns voraus und da können wir einfach absolut die Kapazität und das Potenzial unserer Lieferanten leveragen für unsere Vorteile. Also, aber darüber hinaus haben wir sehr viele andere Challenges auch, aber das Grundproblem ist, wir haben ein Problem, wir lösen es nicht. Also wichtig ist natürlich irgendwo am Ende zusätzliche Einnahmen zu generieren und mit uns Geschäfte zu machen. Und wenn man mit uns Geschäfte macht, sind die auch groß. Trotz alledem, also wir befragen unsere Lieferanten, wie fühlt ihr euch mit dem Tool und wie ist das, wenn ihr das erste Mal eingeladen werdet? Und da ist die Reaktion nicht noch ein Tool, mit dem wir uns mit euch connecten müssen an einer anderen Stelle. Wenn dann einmal genutzt wird, und ich denke mal, das ist bei euch das Gleiche, Look und Feel ist eher bei Facebook als bei SAP. Und es ist selbsterklärend und ziemlich schnell funktionieren und dann kommt wieder dieser Effekt, wir geben Feedback und das geben wir innerhalb von wenigen Wochen und nicht vielen Monaten. Und sobald der Lieferant das versteht, fängt er an zu schreiben, wann werde ich wieder eingeladen. Ne? Und wir laden halt, wie ich das gesagt habe, wir selektieren Lieferanten. Das heißt, ein Lieferant kann auch mal sein, dass er ein Jahr nicht eingeladen wird, und weil es keine Challenge dort gibt im Business. Und dann merken wir schon mal, da gibt es so das latente Nachfragen, wie sieht es denn aus? Gibt es nicht mal irgendwie was, das wir uns präsentieren können? Und für den Lieferanten ist es eine Möglichkeit, einfach in Sachen Innovation sich zu präsentieren. Und das ist definitiv eine Dimension, die wir auch bewerten bei unseren Lieferanten. Also da gibt es jetzt 2 Perspektiven. Einmal von der Plattform ist es ganz klar, wie viele Challenges posten wir und wie viele lösen wir tatsächlich am Ende. Man könnte noch messen, bei wie vielen Challenges fangen wir an, tatsächlich mit den Lieferanten zu kooperieren und zu experimentieren, weil nicht jede Lösung ist immer ein fertiges Konzept oder ein fertiges Produkt oder was auch immer, sondern sind das oft Ideen, die wir dann gemeinsam weiterverfolgen außerhalb der Plattform. Aber klar, wenn es darum geht, wenn es am Ende ums Produkt geht, das auf den Markt geht, können wir messen, wie viel Zeit sparen wir durch diesen Ideation-Prozess oder durch die Plattform, wie viel schneller sind wir dann tatsächlich am Markt, weil wir einfach Wege verkürzt haben. Und da haben wir Erfolgserlebnisse, wo wir dann tatsächlich sagen, wir sind früher am Markt und im Konsumentenmarkt
ja, ungefähr 7 Monate. Und das transferiert sich dann in zusätzlichen Einnahmen, weil wir einfach früher das Produkt verkaufen. Natürlich ist das immer verglichen mit, wie war der Weg traditionell. Genau. Und also da sparen wir halt einfach diese 7 Monate. Und weil das sind Erfolgserlebnisse, die man braucht und diese Quick Wins, um so eine Plattform dann zu promoten und innerhalb der Organisation und ähnlich wie bei den anderen auch, bei uns die Plattform liegt im Einkauf. Aber tatsächlich ist das, weil wir die Lieferanten managen und im Grunde genommen wollen wir nicht Einkauf mit Vertrieb verbinden, sondern R&D mit R&D. Und das ist der Versuch, da irgendwie einen Mehrwert zu schaffen für die Organisation. Ja, also ich habe es, glaube ich, gestern schon mal so zusammengefasst, dass wir eigentlich ein Innovations-Intranet geschaffen haben. Nicht wir jetzt im Einkauf, sondern halt von Corporate Innovation getrieben in der Firma, wo sich sämtliche Initiativen und Plattformen, die ich dort finde, aber genauso auch eine Sektion habe, wo ich Inspiration finde, also Geschichten, wo jemand was in Richtung Innovation gemacht hat. Da treten wir auch auf, wenn wir gute Geschichten haben mit unseren Lieferanten, da treten aber auch genauso auf, wenn wir interne Challenges gelöst haben anhand von Mitarbeiterbefragungen. Wir haben eine ähnliche Plattform, auch von Innosabi, also da auch. Und genauso kann ich mich da vernetzen mit dem kompletten Innovationsnetzwerk. Und ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber die Zahlen, die ich im Kopf habe vom letzten Gespräch im letzten Jahr, ist, dass sich da eine große Menge an Mitarbeitern bewegt und die Informationen abholt. Die Regelmäßigkeit, ich hoffe, sie machen es regelmäßig. Ich bin jede Woche einmal drauf, habe freitags dafür einen Termin und bekomme damit, was passiert im Thema Innovation woanders, an anderer Stelle und lasse das gerne auf mich einfließen, auf meine Arbeit und der Weg ist dann auch ganz kurz. Also ich sehe dann, wer hat das getrieben und connecte mich dann zu der Person und kriege da die Insights und das ist total wertvoll, weil ich nicht irgendwie an meinem Ende irgendwie Dinge neu erfinden muss, sondern teilweise auch einfach mit Stolz kopieren kann.